Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Wir verlassen die karge Landschaft der Sierra Nevada und machen uns auf den Weg Richtung Granada. Es dauert nicht lange und um uns herum wird es wieder grün. Da bin ich sicher, die Bremsen, die sind durch. Die müssen neu. Die sind noch unter die Belege. Tja, da müssen wir in Granada eine Werkstatt ansteuern. Nützt nichts. Die Bremsen machen lassen. Unser Weg führt über den Staudamm Fresa Francisco Abelán des Río Fares. Wir schauen, ob wir hier ein schönes Plätzchen zum Übernachten finden. Wir haben ein Plätzchen gefunden mit einer herrlichen Aussicht auf das türkisblaue Wasser des Río Fares. Die Sonne scheint und es ist eigentlich warm, aber der Wind ist eisig kalt. Am nächsten Tag geht es weiter Richtung Granada. Dort werden wir eine Nacht am Stadtrand in einer Sackgasse verbringen. Meinst du, da kommt was gut lang geradeaus? Da müssen wir können ja nicht umdrehen, ne? Nee, da kann man... Ich glaube, da kann man nicht lang, da ist Ende. Weil da vorne hört die Straße auch auf. Die haben hier mal irgendwann angefangen, was zu bauen. Da ist ein Zebrastreifen, da ist die ja, Straße. da ist aber zu Ende. Da ist ein Zebrastreifen und da ist die Straße zu Ende. Tatsächlich. Achso. Das ist schlau. Aber, nee, und das ist auch schon ein bisschen her, dass sie das hier gebaut haben, weil das siehst du am Zebrastreifen. Der sieht ja aus, als wäre der schon 20 Jahre alt, so abgenutzt. Musst du dann rückwärts fahren oder was? Ja. So, wir haben jetzt die Nacht hier in Granada verbracht, am Stadtrand. Ja, alles nicht schön hier, so ein Schotterplatz und eine nicht fertig gebaute Straße, in der wir hier stehen.
weil wir hier jetzt zu Carglass wollen und unsere beiden Steinschläge, die wir in der Scheibe haben. Ich hoffe, man kann das noch reparieren und wir müssen keine neue Scheibe haben. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal hin. So, ich war hier jetzt gerade bei Carglass. Es gibt hier 3 Carglass in Granada. Ne, 2 Carglass und noch 2 andere Glasreparaturwerkstätten. Aber Carglass hier macht keine Caravanscheiben. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo der Unterschied ist, ob ich eine Autoscheibe repariere oder eine Caravanscheibe. Auf jeden Fall, ja, reparieren die unsere Scheibe nicht. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier eine Werkstatt finden, die unseren Steinschlag repariert. Weil der ist ja nun auch schon 2 cm eingerissen und das wird ja nicht besser, je länger wir damit fahren. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Die Beratungsgespräche benötigen im Moment mehr Zeit. Unsere Service-Rufnummer ist rund um die Uhr geschaltet. Ich hasse Hotlines. Also wir haben jetzt mit der Versicherung telefoniert und wir sind nicht an eine Werkstatt gebunden. Also wir können eigentlich hingehen, wo wir wollen. Aber das Tolle ist, wie es ja immer bei Versicherungen ist, Sie können nicht garantieren, dass Sie zu 100% die Rechnung übernehmen, wenn wir nicht zu Carglass fahren. Wenn wir in irgendeine spanische Werkstatt fahren, dann muss das ja übersetzt werden, die Rechnung und so weiter und so fort. Und Sie können nicht garantieren, dass Sie die Rechnung dann übernehmen. Ist auch schon wieder geil, ne? Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung Malaga erstmal oder Richtung Küste erstmal wieder, weil unsere Bremsen sind nämlich auch runter. Unsere Bremsen sind nämlich auch runter, haben wir gestern festgestellt. Also die sind schon richtig runter. Das ist schon, wir bremsen schon mit Eisen auf Eisen quasi. Und wir müssen sowieso eine Werkstatt aufsuchen und unsere Bremsen machen lassen. Wir haben eigentlich gedacht, dass das reicht noch, bis wir wieder in Deutschland sind. Aber jetzt sind sie runter. Wir erreichen Torrox und zu unserem Glück ist direkt gegenüber der Werkstatt am Strand eine Möglichkeit, wo wir übernachten können. So, wir sind jetzt hier in Torrox am Wasser, wieder direkt am Mittelmeer. Und wir waren jetzt gerade in der Kfz-Werkstatt. Wir hatten ja bei Google Maps geguckt, wo im Umkreis irgendwo eine Kfz-Werkstatt ist. Und da haben wir die als erstes angezeigt bekommen. Und es ist, wie es der Zufall so will, auch noch eine Werkstatt, die von einem Deutschen betrieben ist. Das ist natürlich ganz praktisch, dann gibt es auch keine Verständigungsprobleme. So, und da sind wir jetzt gerade gewesen. Ich habe einmal Fahrzeugpapiere und so eine Kopie dagelassen. Die gucken, dass sie die Teile bestellen. Und heute Nachmittag kommt erstmal jemand und guckt sich die Bremsen vorne an. Eben einmal. Wir stehen hier jetzt unten direkt am Wasser. Hier ist genau gegenüber von der Werkstatt auch so ein riesengroßer Schotterplatz, wo man schön eben steht. Der ist auch recht sauber, muss ich sagen. Und ja, das ist das Positive. Also unsere Bremsen werden dann nächste Woche gemacht, weil diese Woche wird das nichts mehr. Wir haben jetzt, was haben wir heute? Wir haben jetzt Mittwoch. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Tage noch abwarten. Ich meine, gut, die Teile müssen ja auch bestellt werden, davon ab. Und ja, und die Garage, wo unser Wohnmobil dann rein soll, da steht jetzt auch gerade ein Wohnmobil drin. Und das habe ich auch gesehen, weil wir mussten nämlich in so eine ganz beschissene, enge Gasse reinfahren. Oder wir sind da schon wieder reingefahren. Obwohl wir schon gesehen haben, das wird alles ein bisschen eng. Und man konnte da natürlich wieder nicht wenden. Also musste ich irgendwie rückwärts versuchen, da irgendwie zu drehen.
und habe dann blöderweise, da standen ganz viele Autos, die alle irgendwie da stehen, weil sie in eine Werkstatt müssen. Und ja, habe dann beim Vorwärts wieder komplett einscheren, ist das Wohnmobil natürlich hinten ein bisschen ausgeschwenkt und das ist so ein blöder toter Winkel hinten, genau die Ecke. Das sehe ich weder über die Rückfahrkamera noch über die Spiegel. Ja, und habe dann schön so einen Golf 4 erstmal gestriffen und dann schön lang 40 cm Kratzer reingezogen. Ja, bei uns sieht das Ganze so aus, ist auch nicht schön. Naja, ja, das haben wir dann so geregelt, ne? 150 € wollten die haben für den Lackschaden, fürs Lackieren, das ist in Ordnung. Und das haben wir dann so bar bezahlt. Insofern müssen wir der Versicherung da nicht auch noch wieder... Wir haben ja nun den Schaden mit der Scheibe schon, wenn wir damit jetzt auch noch kommen, ist vielleicht ein bisschen doof, ne? Und wir haben 150 € Selbstbeteiligung, insofern war das so schon ganz gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, heute ist nicht unser Tag. Es kann nur besser werden. Der Strandabschnitt, an dem wir stehen, ist ein Hundestrand. Hier findet Lotte jeden Tag jemanden zum Toben. Da das Übernachten und Campen hier allerdings nicht erlaubt ist und die Polizei regelmäßig kontrolliert, suchen wir uns erst einmal einen anderen Platz, so lange bis unsere Teile da sind. Es geht 60 Kilometer wieder ins Landesinnere, hoch in die Berge nach Safaraya. Die Straße ist wieder etwas abenteuerlich, aber das sind wir ja schon gewohnt. Wir müssen langsam fahren, denn Schafe und Ziegen laufen hier frei umher und passieren die Straße. Wir fahren bestimmt 20 Minuten auf dieser Straße und sind froh, dass uns niemand entgegenkommt. So eine... Wo? Scheiße. Das will doch nix. Ja, das ist auch zu. Da kommst du gar nicht lang. Nee, da musst du über diese Rollen drüber. Hä? Achso, da ist offen. Da ist Park. Kannst du bitte aussteigen, gucken, ob das unten drunter passt, weil das ist hier schon wieder ein bisschen ungünstig. Passt das? Ich will erst mal gucken. Der Boden hier ist extrem uneben und wir müssen gucken, ob das passt. Denn durch unseren langen Überhang setzen wir sehr schnell auf.
Also das ist hier schon wieder ein ganz, ja, eine ganz tricky Auffahrt zu diesem Platz. Wir sind jetzt hier wirklich mitten in den Bergen. Hier laufen Ziegen rum und Schafe. Wir mussten auch, da steht Klaus Bärbel. Da müssen wir rüber über dieses Gitter. Das ist alles nicht das Ding, das ist stabil. Aber man sieht das leider nicht. Das ist hier absolut uneben und ja, wir stehen halt hinten so weit über und da müssen wir immer aufpassen, dass wir da nicht aufsetzen. Das haben wir ja schon mal gehabt. Und bevor wir hier jetzt weiterfahren, will ich erstmal gucken, ob das überhaupt möglich ist, dass wir hier hochfahren, weil wir wissen ja nicht, was hier noch kommt. Hier ist das alles breit genug. Also ist auf jeden Fall schön hier. Schön ruhig. Hier ist kein Schwein, außer uns. Es ist ganz nett angelegt. Es ist wieder so ein Grillplatz. Naja, und da wir sonst überall weggejagt werden und hier an der Küste wirklich nicht viele Plätze sind, die man ansteuern kann. Alles, was so da ist, da wird man verjagt. Und das hier ist ein ausgeschriebener Karawanenstellplatz. Aber es sieht ganz gut aus. Hier sollten wir irgendwie hochkommen. Geschafft. So, wir stehen hier jetzt mitten in den Bergen in der Nähe von El Almendral oder irgendwie so. Und es ist schön, es ist ruhig. Wir haben absolutes Wäschechaos. Wir haben nämlich heute auch Wäsche gewaschen. Und wie wir noch an der Küste standen, da schien die Sonne. Wir hatten 25 Grad. Da haben wir gedacht, Mensch, heute waschen wir Wäsche. So, und jetzt haben wir auch noch den Fehler gemacht, dass wir nichts in den Trockner geschmissen haben, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten. Haben die ganze nasse Wäsche mitgenommen, wobei die schon gut, also die hat richtig gut geschleudert, die Maschine. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Wäsche trocken kriegen. Und wie es der Zufall so will, fängt es jetzt an zu regnen. So, und ihr glaubt nicht, wie das hier jetzt aussieht. Wir haben jetzt die ganze Wäsche im Wohnmobil hängen. Wie bei den Zigeuner. Nimm mal die hier. Wie ist das mit den Unterhosen? Und kriegst du die dann auch noch irgendwie fest? Ja. Ja, habe ich auch noch welche. Warte. Kannst du schon mal was zu essen machen? Nee, ich muss hier erstmal zusehen, dass ich hier klar Schiff habe. Wie soll ich denn hier jetzt was zu essen machen? In dieser Wuling. Ich habe auch Hunger. Hier. Kriegst du noch einen Pulli drauf? Ja. Dann nimm mal den. Einmal Currywurst Pommes, bitte. Mit Mayo oder ohne? Mit Okay. Pommes Schranke.
Oh Mann, was ist das denn hier? Voll das Waschmittel an meinem Pulli. Ah. Die Gegend hier ist absolut schön und wir freuen uns schon auf den nächsten Tag, denn wir haben uns vorgenommen, wandern zu gehen. Doch daraus wird leider nichts. Am nächsten Morgen ruft die Werkstatt uns an, die Teile sind da. Den Weg hierher hätten wir uns sparen können. Dieser Ort ist ein beliebtes Ziel für Kletterer. Der Klettersteig hoch auf das Plateau ist durch bunt bemalte Steine gekennzeichnet. Es gibt ein Drahtseil zum Sichern und Eisenbügel in den Felsen, an denen man hochklettern kann. Doch für uns geht es am nächsten Tag wieder zurück nach Torrox. Dort verbringen wir 3 Tage und werden von der Polizei verschont. Wir haben jetzt 3 Tage hier in Torrox am Strand verbracht. Das ist hier ein Platz, den findet man so nicht über Park4Night oder so, weil eigentlich ist das auch kein Stellplatz. Aber es ist ein großer Schotterparkplatz direkt am Strand. Und hier stehen viele Wohnmobile, mal mehr, mal weniger. Aber hier kommt auch manchmal die Polizei und jagt die Leute weg. Viele parken dann jeden Tag so ein bisschen um. Das ist, weil die Polizei wohl nachts manchmal Fotos macht. Ja, wir haben hier jetzt 3 Tage gestanden, ohne Probleme. Unsere Bremsen sind gemacht. Wir haben vorne neue Scheiben gekriegt und Belege mit Sensoren. Und hinten waren die Scheiben noch gut, da haben wir nur neue Belege bekommen. Und ja, das wurde auch allerhöchste Zeit, also das ging wirklich gar nicht mehr. Die Scheiben vorne, die sahen katastrophal aus. Und wir haben 740 € bezahlt dafür. So in etwa habe ich auch mit 600, 700 € gerechnet. Das passte dann schon so. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter. Mal gucken, wo es heute hingeht. Also wir sind hier jetzt immer noch an der Küste oder schon wieder an der Küste. Das Wetter ist Bombe, es ist richtig schön. Es ist richtig schön warm, also Badewetter eigentlich. Und uns fällt so auf, dass hier wirklich unheimlich viel Straßen angefangen wurden zu bauen. Die führen dann ins Nirgendwo. Enden in einer Sackgasse mit einem Zebrastreifen und ja, und sind total zugewuchert, als wenn die irgendwie schon jahrelang fertiggestellt sind und nicht genutzt werden und auch nicht weitergebaut werden, als wenn das Geld ausgegangen ist oder so. Das haben wir hier jetzt echt viel gesehen, weil wir sind jetzt auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, wo wir erstmal übernachten können, bevor wir weiterfahren. Und da sind wir hier in so eine Siedlung reingefahren.
mit so einer nicht fertiggestellten Straße. Und das ist natürlich auch wieder ein super Müllablageplatz für die Einheimischen. Da hat man überall in den Parkbuchten, die zugewuchert sind mit Unkraut, hat man dann Matratzen rumfliegen, irgendwelche Kanister, Autoreifen. Also es wird hier der Müll einfach irgendwo hingeschmissen. Echt fürchterlich. Wir fahren planlos die Küste entlang und da es schon spät ist, suchen wir erst einmal einen Platz zum Übernachten. Unser nächstes Ziel ist Adalis. Dort erwartet uns ein wunderschöner Stellplatz in einem Wald an einem Fluss. Aber dazu nächsten Sonntag mehr.